Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Enno. Hier noch ein kleines Shoutout von den Jungs von Zack Army. What's up, Leute? Ich bin's, Lucius Kaya, und ihr hört den Zack Plus Army Podcast mit Mario und David. We are not like Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Mario, wieder zurück zu einer neuen Folge hier auf unserem weltberühmten Zack Plus Army Podcast Channel. Jetzt auch auf YouTube, meine Damen und Herren. Ja, Mario heute mit Heiligenschein hier unterwegs. Ich bin nach Madeira ausgewandert, machen erfolgreiche YouTuber, ja. Und deshalb ist die Sonne direkt über mir. Ja, genau. Oder vielleicht in Dubai, man weiß es nicht. Ne? Nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Von Dubai möchte ich mich distanzieren. Gut, aber ansonsten, das ist halt so, weil wir morgen haben, weil wir müssen noch arbeiten und haben noch andere Termine. Deshalb habe ich jetzt einen Heiligenschein und die Sonne über mir. So ist das halt hier im Wald. Da kann man nichts dran machen. Sie geht aber hoffentlich im Laufe des Podcasts gleich ein bisschen höher auf. Ja. Auf Das dem ist so Aufsteigen. Yin und Yang, ne? Du in der Finsternis, ich im weil bei mir, ich habe die Herausforderung, dass hinten raus, bei mir ist der Hof quasi und da kommt die Sonne so nicht rein, deswegen. Ja, aber Freunde, wem es aufgefallen ist, ich habe den Bruder Juri hier hinten am Start jetzt seit neuestem. Ja. Vielleicht kennt ihr das Foto noch, das war mal in irgendeinem Produktheft oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das war mal in einem Produktkatalog gewesen. Ja. Aber mich interessiert nur, ob die Ketten echt sind. Nee, alles fake bei Juri. Bei Juri ist immer alles fake. Wenn du was siehst bei ihm, alles fake. Ja, das hat er ja gesagt. Ich habe das Schuhe gestern fake, gefunden. Auto fake, Uhren fake. Die Ketten sowieso fake. Echt? Aber der ist doch Mercedes, oder? Ja, aber auch fake. Ach so, okay. Eine Rolex aus der Türkei ist auch fake. Also nur weil Rolex draufsteht. Wenn du jetzt in Istanbul in Rolex-Store stehst, meinst du, die ist fake? Ja, nee, wenn du dort in den richtigen Laden gehst, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt da so zu einem Straßenhändler gehst und dir eine Rolex für 10 Euro holst oder so. Dann ist die auf jeden Fall sehr gut, ja. Ja. Das sowieso. Aber apropos, weil wir da gerade so ein bisschen kurz drüber sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich heute mal mir so kennst du die Seite auf Instagram, Munich Wristbusters? Ja. Habe ich mir heute mal so genau angeguckt. Da gibt es ja echt auch so kleinere Influencer und YouTuber und sowas, die echt viele so Fake-Uhren tragen und sowas. Finde ich lustig. Ja, wie ich, mein Richard Mill. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine AP hole und noch trage neben meiner Fake Apple Watch noch eine AP am anderen Handgelenk trage oder so, keine Ahnung. Es gibt immer den Unterschied. Ne? Also ich habe 2 Kunden im Personal Training, die verkaufen Luxusuhren online, quasi beim größten Luxusuhren Shop, der online existiert, sage ich mal, sind die sehr am Start. Der eine trägt eine GMT Master 2, heißt das, glaube ich, und der andere eine Audemars PG Royal Oak, ne, die auch der Tim hatte damals. Ne? Und das ist, wie soll ich sagen, ne? Also das ist halt, ich habe mir diese Uhren halt auch mal angeguckt, das ist ja schon was Schönes, aber wo du dir dann denkst, so warum dieser Preis? Ne? Also das ist halt, aber es ist halt, es ist schwierig zu sagen wahrscheinlich. Aber es gibt halt immer ganz viel Unterschied, wenn da jetzt es gibt ja Hommage beispielsweise, beziehungsweise es gibt ja Replikas, dann steht da zum Beispiel Bristol drauf oder so, also auf einer AP steht dann zum Beispiel Bristol. Das ist dann eine Hommage-Firma, die gibt es bei Amazon zum Beispiel. Da kann man sich Uhren dann für 200 Euro kaufen, eine AP für 200 Euro. Da steht aber nicht AP drauf, sondern halt Bristol. Ne? Das ist so eine typische Firma. Und wenn dann da AP draufsteht und es ist keine, dann ist es eine Fälschung, das ist Schmutz. Aber halt diese Replikas beziehungsweise diese Hommagen, das ist immer was anderes. Ne? Mein Schwiegervater ist da sehr affin für, deshalb ist das bin ich da sehr gut informiert. Und die Jungs muss ich mir mal notieren und einfach mal anschauen, interessenhalber so. Ja, kann ich dir mal außerhalb des Livestreams, genau, des Videos hier mal zuschicken. Ja, weil der hat sehr viele, also der sammelt Uhren, also eher so im Bereich Omega und so weiter, die sind ein bisschen bezahlbarer als Rolex und so weiter, aber der hat viele Rolex-Uhren, wo halt so diese Namen halt, diese Nachbauarten draufstehen, ne? Genau. Und ansonsten, ist ganz gut, genau. Ja. Ich habe jetzt hier übrigens
Der hat zwar nichts mit ZEC Plus zu tun, aber mag Big Gebauer Kaffee. Und? À la Bonheur. Aber ist Gönjamin. Ne? Ist ein Luxusprodukt. Schmeckt sehr gut. Tja, wenn man so erfolgreich mit seinem Podcast auf YouTube mittlerweile ist, kann man Ja, sich auch fliegt man das nach mal gönnen. Berlin, ne? Fährt ein Maserati. Und was haben wir noch bei mir gehabt? Ja. Fährt ein Maserati SUV, haben wir mal gesagt. Und obwohl das nicht stimmt, Mitsubishi. Und was haben wir noch gesagt? Ja, irgendwas mal, ne? Mir egal. Ja, demnächst Stand-Up-Paddling in Saint-Tropez. Ja, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, apropos Berlin, Freunde. Mario, von dir weiß ich, du hast es gesehen. Ich hoffe, ihr natürlich habt es auch gesehen, Freunde. Den neuen Blog auf Sek Plus, auf dem Sek Plus Channel bei YouTube mit Massiv, als er Pakete austrägt. Mhm. Hast du auch gesehen, hast du gesagt, ne? Was sagst Ja. du? Wie fandst du das? Ja, also ich fand es mal cool, auf jeden Fall zu sehen, dass Massiv, also der hat das ja auch die ganze Zeit, ich finde den ja so unheimlich sympathisch, weil er auch die ganze Zeit gesagt hat, boah, die Paketboten, das ist unglaublich, ne? Wie die arbeiten müssen und was das für ein Job ist. Ich fand das wirklich auch mal interessant zu sehen, weil die hatten ja den ganzen Kofferraum voll gehabt mit Paketen. Ich denke auch, die haben das dort auch alles verteilt, aber ich dachte mir so, leck mich am Arsch, da bist du auf jeden Fall einen ganzen Tag unterwegs gewesen für die 10 Pakete wahrscheinlich, die da gehabt haben, ne? Und ja, aber sehr, sehr cool. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Diese Paketausteilen, das erinnert so ein bisschen an alte Zeiten von Kollega. Ne, der hat das Shophaft ja unterwegs oder so, ne? shophaft unterwegs, genau. Und das hat mir damals immer schon so gut gefallen. Und wenn dann so Massiv natürlich kommt, ne, der eine Junge hat ja auch so gesagt, boah, ich habe heute Morgen noch 4 Blogs geguckt. Und, Ja, ja. und jetzt du hier. Das merkt man aber dann auch so bei Massiv, dass er dann wirklich geschmeichelt. Ja, das ist so, oh, ja, mit Kopfschuss? Ja, nee, dann ist egal. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann ist egal. Und ich dachte mir, ja, okay, das ist auf jeden Fall so ein sympathischer Typ, weil der hat sich richtig gefreut, dass er quasi gesagt bekommen hat, dass er heute Morgen noch Dings gesehen hat, ne? 4 Blogs, ja. Naja. Das stimmt, das stimmt. Massiv ist auch immer, also ich glaube, es ist wirklich so, nicht nur in der Fitness, also nicht nur in der Rap-Szene, glaube ich, sondern auch, wenn man das auf die Fitnessszene auslegt. Also ich meine, er macht ja Fitness so, ne? Es kommt jetzt zwar nicht aus der Fitnessszene, aber im Bereich trotzdem, glaube ich, der sympathischste Mensch. Ja. Safe. Ist halt, ne? Fand halt seine Talks auch immer sehr gut. Das geht jetzt zurzeit wegen Corona natürlich nicht so gut mit den Talks, aber generell. Welcher ist dein Lieblingstalk mit ihm? Von ihm, meine ich. Ja gut, was soll ich sagen? Mit Mois. Also ich mag halt beide sehr und ich mag diese Mischung halt. Vor allem ist es halt immer so, man sieht halt da, Massiv ist so unfassbar sympathisch und Mois versucht den immer so ein bisschen, sag ich mal, so, was Aus der heißt zu Reserve ärgern, zu aber locken. so ein bisschen Ja. so, ne, auf seine, wie Mois halt so ist, auf seine Art, wie Alim da so ist. Und er ist einfach, und Massiv ist einfach so sympathisch, dass das einfach gar nicht so, da kann da gar nicht drauf eingehen oder lässt sich davon gar nicht so ärgern und so. Selbst würde Ja. sagt selbst Alim dann ja, oh, du bist so sympathisch, Digga. Und ja, also das glaube ich schon, ja. Weil das auch eine gute Mischung ist. Also ich würde mir echt wünschen, auch wenn du die Folgen siehst, richtig oder Faust mit Massiv, gibt es jetzt, glaube ich, 2 Folgen auf dem Moist Channel. Ich würde gern echt viel mehr mit den beiden sehen. Ja, ja. Nee, ich fand den Talk mit Manuelsen super. Ja, ist auch gut. Das Aber stimmt. so, du hast mich ja gefragt, was ich das Beste so fand. Mit Manuelsen auch gut, ja? Ja, ja, und ich habe gesagt, ja, welcher mir gut gefallen hat, aber ist ja nicht schlimm. Gut. Ja, Das ist ja jetzt auch keine Abwertung gegenüber den anderen oder so. Also Nö, gegenüber nö. den anderen was waren denn noch Talks für oder so, Talks? sage ich mal so, ne? Genau. Gab es noch mehr Talks? Mit Jürgen Todenhöfer, Ah, den habe ich ganz vergessen. Beispiel. Ja, nee, das stimmt. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Aber, also ich habe so ein bisschen, ich kenne ja Jürgen Todenhöfer schon seit einigen Jahren, verfolge ich den als Journalist, ne? Und der ist, sag ich mal, der hat das, glaube ich, also ich habe ihm so ein bisschen
angemerkt, so der wusste nicht so ganz, was das jetzt hier soll. So, ne, für eine Nahrungsergänzungsmittelfirma so ein Talk und dann über den IS, das war oder über seine Erfahrung beim IS, das fand er ganz komisch. Das hat man auch, der passte da auch nicht so ganz rein. Ne? So, aber das war ein sehr interessanter Talk gewesen, das stimmt. Den hatte ich jetzt aber nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber stimmt, vor allen Dingen fand ich cool, dass Massiv ihn gefragt hat, ne? So, weil er ist ja eigentlich, so sage ich mal, in unserer Generation gar nicht vertreten. Ne? Das ist halt ganz interessanter Typ. Ja. Wobei ich da, wenn wir gerade beim Thema sind, ich habe letztens auf Amazon Prime Inside IS angeguckt. Ja. Falls du das kennst. Ja, natürlich kenne ich das. Ist zwar jetzt nicht mehr aktuell, weil das ist alles ein bisschen, die Grenzen haben sich da schon verschoben, sage ich mal, und das ist ein bisschen anders mittlerweile, aber es war ja so gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber ja. Das bloß so am Rande. Das ist auf jeden Fall eine sehr erdrückende Dokumentation, sage ich mal, ne? Auch wie er da berichtet hat. Und vor allen Dingen mit diesem Deutschen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der ist auf jeden Fall, da merkt man halt, der ist richtig speziell. Also das, was die mit Ich weiß, wen du meinst, ja, aber die sind auch so von überzeugt und also. Ja, das kannst du vergessen, auf jeden Fall. Aber ich meinte einfach nur so, dass der wirklich mit seiner Art und Arroganz und was weiß ich, das finde ich schon sehr, sehr krass. Ne? Und ich fand ultra heftig, also anfangs habe ich von dieser Dokumentation gar nichts gehalten, weil der geht da einfach hin, der provoziert die ja auch. Ne? Und das ist, und der nimmt seinen Sohn damit und so weiter. Und wenn man mal das Buch Inside IS gelesen hat, weiß man, was die für einen Weg da auf sich genommen hat. Und ich habe mir gedacht, so kann doch kein Vater der Welt, bringt doch sein Kind und seinen Sohn in diese Gefahr. Da ist doch irgendeine Art und Weise von Sensationsgeilheit oder sowas dran. Aber ich habe dann später in dem Talk mit Massiv, hat er ja auch gesagt, ich konnte meinen Sohn nicht abhalten davon, mich zu begleiten. Ne? So, wenn er gestorben wäre, dann wäre das okay gewesen für ihn, aber er konnte seinen Sohn nicht abhalten. Ne? Und das fand ich ein bisschen krass. Also gut, die haben dafür auch sämtliche journalistische Preise auch bekommen, beziehungsweise wurden auch von internationalen Medien dafür absolut gehypt und interviewt und sämtliches. Aber trotzdem, das war halt, da hast du diese anderen Gefühle, wenn du in diesen Regionen bist. Ne? Und das ist halt, schon speziell. Würde ich jetzt nicht freiwillig wieder tun. So, also, ja. Aber ja, gut, lass uns nicht zu tief da einsteigen, weil ich glaube, da könnte man wirklich auch einen langen Talk drüber machen und tief reinfallen, sage ich mal, in das Thema. Lass uns vielleicht über was sprechen, was diese Woche, beziehungsweise jetzt vor ein paar Tagen passiert ist noch, was Sec Plus beziehungsweise Health Plus beziehungsweise die CBD-Produkte von Sec Plus angeht. Ja. Es gibt ich formuliere das jetzt erstmal so, ne? Nicht, dass dann hier irgendwie der Hate ausbricht oder was auch immer von irgendwelchen Leuten. Es gibt bei Sec Plus eine Art, ich sag mal, was heißt eine Art CBD-Verbot für bestimmte Produkte. Ja. Das betrifft allerdings nicht alle Produkte. Ich muss jetzt nochmal, was für Produkte sind das nochmal? Die Gel-Cups, dann das eine CBD-Öl und was war das dritte, Mario? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Die Gums. Die Gums, ja. Die und die CBD-Caps. Ja, aber ja. Was war? Die sind übrigens Geschmackssache. Also da schmeckt man schon stark die Gelatine raus, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das stimmt. Ja, red ruhig weiter, Entschuldigung. Die CBD-Cups sind ja ist auch das Produkt, was wohl nicht wiederkommen wird. Also die safe nicht wiederkommen werden in dieser Form. Alle anderen Produkte schaut man nach, sage ich mal, rechtlichen Lücken, zwecks Umdeklarierung, dies, das. Aber die Cups das ist ein Produkt, die auf jeden Fall nicht wiederkommen.
gab es auch einen großen, fetten Sale nochmal drauf. Ich weiß nicht, was war das vorgestern, glaube ich, 0 Uhr oder sowas. Also heute mal Freitag bei der Aufnahme. Genau. Genau, also bis Mittwoch 0 Uhr quasi gab es da einen Rabatt drauf. Ja, was sagst du dazu, Mario? Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe mich ja gestern schon ein bisschen darüber aufgeregt, sozusagen, dass, nee, oder vorgestern, wie auch immer, dass es jetzt verboten, weil ich ein bisschen auch Angst hatte, dass mein Lieblingsprodukt, ihr wisst ja, ich habe in der letzten Folge, habe ich noch groß rumgetönt von wegen, als ich gefragt wurde, was ist dein Lieblingsprodukt oder welches Produkt könnte man dir nehmen und oder welches, und dann habe ich ja gesagt, CBD ist also das ist man könnte mir sagen, so, du darfst nichts mehr, du darfst nur noch eine Sache bestellen. Ich würde Sleep Relax Professional bestellen wollen, Mhm. weil ich das jeden Abend nehme. Ne? Und ja, zum Glück ist das nicht davon betroffen. Man weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Also ich habe nicht verstanden, warum. Ist aber auch egal. Ich meine jetzt CBD-Blüten. Habe ich jetzt ein paar Mal konsumiert, nehme ich aber nicht mehr, weil warum soll ich das rauchen? Ich bin Nichtraucher mittlerweile. Das ist halt, weißt du, nee, ich habe das mal halt so und dann, Bis auf die Shisha, ja, die da ab und zu mal reingeht, bist du nicht Raucher. ja, ich rauche halt keine Zigaretten mehr, weißt du, was Shisha ist, was komplett anderes, finde ich, als Zigaretten rauchen. Ja, theoretisch schon, aber prinzipiell, Also generell, nach einer Shisha-Konsum bist du nicht so ekelhaft wie nach einer, also wenn du eine Zigarette geraucht hast, dann hat man so einen gewissen Geruch an sich, ne? ja, das ist das andere, aber es Ja. geht, da geht es ja jetzt nicht nur um Gerüche oder sowas, sondern um das Prinzip des Ja, auf jeden Fall, Rauchens. ja. Aber wenn du drehst dir dann ja ein Blunt, weißt du, das heißt ja, du machst ja alles pur. So, ich mache da ja keine halbe Kippe rein oder so, sondern dann halt ein Blunt. Und wenn ich den, also ich habe CBD, ganz ja, wichtig an dieser Stelle. CBD, nicht THC. Das mache ich sowieso nicht, weil das ist einfach, das ist sinnlos für mich. Aber gut. Und das ist ja, und dann, wenn du das anzündest und halt einatmest, das ist halt verbrannt. Ne? Und das ist halt, und das ist für mich nichts. So, ne? Nichts Hm. mehr, sage ich mal. Und deshalb, ich nutze halt, sage ich mal, rauche halt dann einen Shisha-Kopf mit dem Liquid. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch weiterhin erlaubt, ne? Das, Ich glaube, das Liquid ist noch erlaubt, ja. ja, genau. Und ich habe halt eine große Menge Liquid hier aus einem bestimmten Umstand, weil das mal abgelaufen war und so weiter. Aber ich habe das natürlich vorher bekommen, nicht als es abgelaufen war. Das wäre ja nicht erlaubt. Deshalb habe ich das vorher bekommen. Und ja, ich benutze das immer noch. Ne? Ja. Und zählt halt auch unter dem Lebensmittelgesetz. Deshalb ist das auch, glaube ich, hat das ein Ablaufdatum. Ja, auf jeden Fall finde ich das generell, also ich fand halt lustig so unter den Kommentaren von dem Video, von diesem Instagram-IG-Video, sind halt sämtliche CBD-Firmen, die irgendwie nach Aufmerksamkeit schreien. Ne? Hier, uns gibt's auch. So. Und kauft bei uns. Die Rechtslage bei uns ist nämlich ganz anders als bei ZEC Plus. Wo ich mir nämlich auch denke, das hat Matthias ja auch gesagt, der Anwalt, der ZEC Plus da vertritt, also Matthias nennt ihn ja immer Eberhard. Nee, ich glaube, das ist aber ein anderer bei CBD. Echt? Ich glaube, ja. Weil auf Das jeden ist Fall ich glaube, das ist ein anderer. stimmt, weil das ist, Weil das ist der für CBD ist ja direkt einer, der spezialisiert darauf ist und der Eberhard, wie du gerade gesagt ja, das hast, ist der ist ja der sich Medienanwalt. um die Abmahnungen und dies, das, glaube ich, Ja, kümmert. ja, das ist der Medienanwalt, weil dieser Medienanwalt, der ist einer der heftigsten, die es hier gibt. So, also ich habe den auch mal, ich wollte ihn konsultieren für eine Sache mit einem unserer Homepages und dann habe ich den Mandatsvertrag gesehen und den Stundenlohn, der ist nicht schlecht. So, Ja, und das ist ja das egal. ist Jetzt halt, lass ja, uns ja, beim ist ein guter Thema Typ. CBD-Verbot. Genau, auf jeden Fall, das ist ja, das ist ja auch von einer guten Firma, sage ich mal, und die haben halt da auch die Zertifikate und so weiter. Ne? Das ist, und das ist halt was Gutes. Ne? Also also CBD ist ja was Gutes in dem Sinne, es ist ja nichts Schlechtes. Und deshalb wird das ja bestimmt, also es wird bald wiederkommen, wahrscheinlich in ein paar Wochen, bis die Lage geklärt ist und so weiter. Ne? Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass man versucht, da was Thema CBD angeht, quasi ans Bein zu pinkeln.
das ist bei Sekt Plus ja sowieso öfters mal so, dass der ein oder andere versucht, irgendwelche Faxen zu machen. Ja, wir hoffen, wie gesagt, einfach, dass das Ganze, ja, dass man da sehr schnell eine Lösung findet für diese Herausforderung und das Ganze, zumindest die Produkte, die dann wieder an den Start gehen können, auch bald wieder an den Start kommen. Genau. Ja, ansonsten, Freunde, haben wir uns gedacht, schauen wir uns heute mal ein paar Proteinriegel an von Sekt Plus und wollen die mal so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, Mario, mit welchen wollen wir vielleicht anfangen? Wir haben ja einmal die Legend Bars und wir haben einmal die King Bars. Ich werde das vorher erstmal aufrufen. Nicht, dass wir da auf spezielle Seiten kommen. Nee, Spaß. Sehr gut, da sind wir. Schau es dir an. Wir akzeptieren natürlich alle Cookies. Das machen wir so. Und richtig. Da ist er doch schon. Einer, der erste. Ach, du wolltest mit dem Legend Bar anfangen, ne? Ja, mir ist egal. Wir können auch mit King Bar anfangen, wie du möchtest. Ja, genau. Das hier ist der King Bar. Übrigens ist mir aufgefallen bei dem Hören von dem Podcast online, also bei Spotify, dass wir schon ein bisschen noch mehr detailreicher sein können. Also wir sind jetzt auf der Homepage von Sekt Plus Nutrition bei der Rubrik King Bar. Ne? Genau, weil ansonsten sind die Leute völlig lost und wissen überhaupt nicht, worum es geht. Aber das ist ja auch okay, egal. ja, das ist dann natürlich, wenn wir das Video und dann für Spotify. Ja. So, genau. Den gibt es in 2 verschiedenen Geschmacksrichtungen, den King Bar. Richtig, White Chocolate, Raspberry und Choco Supreme. Hast du beide schon probiert? Bitte? Hast du beide schon probiert? Ja, ich habe auch beide da. Ich nicht. Ja, also auf jeden Fall. Was ist dein Liebling von beiden? White Chocolate Raspberry ist einfach Legende. Ich kenne so viele Leute, die abhängig davon sind. Also das ist schon heftig. Chocolate Supreme ist halt, also es schmeckt halt sehr schokoladig, sage ich mal. Ne? Aber das ist... Ja, halt ein Schokoriegel im Prinzip. Also ja, es ist Protein-Schokoriegel so. Ja, aber halt eher dunkle Schokolade. Ne? Also eher so zart-bitter so ein bisschen. Finde ich jetzt eigentlich nicht, ne? Nee? Also wie Milka voll mit Schokolade? Ja, du hast ja im Prinzip, darf man ja auch nicht verwechseln, du hast ja im Prinzip den Schokoladenüberzug nur und dann ist ja der Riegel an solches, sage ich mal, natürlich ist da auch Schokolade drin und sowas, aber wenn wir jetzt gleich mal auf die Inhaltsstoffe gucken, was da so alles drin ist vielleicht, dann werden wir das ja auch sehen, dann müsste ja auch dastehen, was für eine Schokolade das ist. Genau. Ich meine, es ist nämlich zart, aber ja, wie auch immer, wir sehen es gleich. Auf jeden Fall Verpackungswahl, jeder, der, sage ich mal, unter einem Display bestellt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So, genau, da haben wir es. 1,80 Euro kostet der und das Display kostet 35,90 €. Genau. Geht aber eigentlich. Für 24 Riegel ist das in Ordnung. Dann könnt ihr wie so ein Kiosk, zu Hause das aufbauen, ne? Und das Display und das ist ganz cool. So, die waren auch sehr lange Zeit nicht verfügbar gewesen, leider. Und ja, seitdem habe ich leider ein bisschen die Neigung zu Proteinriegeln verloren, weil dieser Riegel nicht da war. Habe ich dann kein Interesse mehr dran gehabt. Genau. So, dann gehen wir mal in die Beschreibung, beziehungsweise in die... Ja. Also ich finde auch so vom Wert her ist schon krass, ne? 50 Gramm Gewicht von dem Riegel und einfach 50% Protein, also sprich 25% Protein. Ja, genau. Whey-Protein ist da ja halt drin. Das ist ja... Also Proteinriegel sind prinzipiell ja trotzdem immer wie eine Art Süßigkeit oder sowas zu betrachten, sage ich mal. Ja. Aber 25 Gramm Eiweiß. Also wenn ich etwas naschen würde, dann sowas. Genau, dann würde ich auch lieber einen Proteinriegel nehmen, als jetzt eine Tafel Schokolade zum Beispiel. Ne? Vor allen Dingen ist das auch, wie hier auch beschriebene Eiweißbombe. Das halt auch, also ich finde halt auch sehr gut, dass er halt nicht nur aus reinem Molkeprotein besteht, sondern auch aus Soja-Isolat. Ne? Und das spricht halt auch, also das liegt dann ja, wir haben ja das schon mal in der Folge damals mit Whey-Protein genommen.
Isolat hat halt den Vorteil, dass es weniger Fett hat, weniger Kohlenhydrate und es hat auch eine höhere Wertigkeit in dem Sinne, also biologische Wertigkeit. Deshalb macht Isolat immer Sinn in dem Sinne. Ja. Genau, und das ist halt, ja, ist halt. Du kannst ja mal gucken, was in den Zutaten drin steht. Ja, kann ich rübergehen, wenn du willst. So, Zutaten, ja, nicht viel. Ja, genau, Proteinriegel mit aus weißer Schokolade. Ja gut, ich habe jetzt den weißen genommen. Hier ist halt auch das, was halt wirklich gut ist, hier hast du halt auch wirklich so kleine Himbeerstückchen drin, ne? Das ist halt das. Ja, das stimmt. Aber es sind wirklich Himbeerstückchen, ich weiß es nicht. Ja. Doch, wahrscheinlich, da steht das. Das siehst du auch, wenn du reinbeißt, im Querschnitt quasi, ja. diese rosanen, rötlichen Pünktchen da drin. Also, ja. Sieht man auch deutlich, ja. Ja, das ist auf jeden Fall für mich einer der allerbesten. Jetzt wollen wir natürlich mal das Geheimnis lüften, mal gucken, was bei dem Schoko Supreme drauf steht. Was für eine Vollmilchschokolade, ja. Vollmilchschokolade, krass. Ich hätte gedacht, das ist zartbitter. Nee. Aber gut. Ja, ich bin halt kein Man merkt, du hast lang keinen mehr gegessen, Mario. Das ist richtig. Wirklich. Wir können ja mal, lass uns doch mal, weil wir das ja immer gerne mal machen, lass uns doch mal ein paar Bewertungen einfach mal lesen von dem, was denn die Zektologen zu dem Riegel sagen. 60 Stück, krass. Gut, den aber wir müssen jetzt nicht alle 60 vorlesen. Nein, so aber den gibt es auch schon sehr lange. Ja. Reicht ja vollkommen aus. Ja gut, die 5-Sterne-Bewertungen sind ja uninteressant. Nehmen wir mal hier diese 4-Sterne-Bewertung von Felix M. Fast die besten Riegel. Vom Geschmack her sind die Riegel der Wahnsinn. Es gibt nur ein Wermutstropfen. Leider ist Sojaprotein enthalten. Das muss nachgearbeitet werden. Besser Whey-Konzentrat, Isolat wäre natürlich Premium. Dafür würde ich auch 3 € pro Riegel zahlen. Das ist halt eben auch die Ausnahme, denke ich hier. Ich glaube, bei 3 € würde man sich schon überlegen, bei einem Riegel, sage ich mal. Aber warum, ich verstehe jetzt nicht ganz, vielleicht kannst du es mir erklären. Ja. Ich stelle mal so die Frage, also bei einem Proteinriegel, was wir ja gerade festgehalten haben, was wie eine Art Süßigkeit trotz allem ist, sehe ich das aus meiner Sicht jetzt nicht problematisch, dass da Sojaprotein enthalten ist. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Nee, ich verstehe auch den Sinn und Zweck jetzt nicht, warum der gegen Sojaprotein motzt. Also klar, aber nee. Nee, eigentlich nicht. Also das ist das, was ich jetzt auch nicht verstehe. Aber ja. Genau, nimm du mal die nächste. Aber 5-Sterne-Bewertungen sind ja sehr, brauchen wir ja. Haben wir noch vielleicht. Kann man das eigentlich, kannst du das nicht oben filtern nach schlechten Bewertungen? Geht das nicht? Nee, ne? Nee, geht nicht. Nee, leider nicht. Genau, aber das spricht ja schon für das Produkt, dass ich so lange überhaupt nach einer schlechten Bewertung suchen muss. Ne? Da ist noch eine 4er. Ja, gut und preiswert. Ich habe bei der letzten Aktion eine 24er Box White Chocolate Raspberry geholt, die überraschend lecker schmeckt. Jedoch haben die Riegel auf Dauer den typischen Pappgeschmack, weswegen ich keine 5 Sterne verleihen würde. Typischen Pappgeschmack? Ja, ich kann mir vorstellen, was er meint, aber das ist ja Proteinriegel typisch, glaube ich, zumindest in der Form. Also, was heißt Pappgeschmack? Was meint er denn das Pappgeschmack? Ich glaube, er meint das Zähe damit am Riegel. Ja, genau. So, aber das, ja. Das ist halt immer so, ich glaube, also ich will jetzt auch nicht hier so, oder wir wollen ja jetzt nicht, dass es hier so rüberkommt, dass wir alles, wenn man mal eine negativere Kritik oder eine konstruktivere Kritik, sage ich mal, oder was mit einem Stern weniger finden, jetzt hier nicht alles in Grund und Boden sprechen oder sowas, das soll auch nicht so rüberkommen. Das ist halt so eine persönliche Ansichtssache, glaube ich. Das macht aber das Produkt nicht schlechter oder irgendwas. Ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Meinung. Nee, vor allen Dingen ist das also, sage ich mal, diese Teigmasse, die da drin ist, die eigentlich so aus dem Whey-Isolat, sage ich mal, auch besteht, die ist halt, die ist eigentlich immer so. Ich finde die eigentlich noch bei ZEC Plus am besten. Weil wenn du jetzt Konkurrenzriegel ansiehst, jetzt zum Beispiel, was gab es früher immer bei den Sport-Vosswinkel, gab es ja diese Marathon-Bars und sowas, diese, wie hieß sie, Power-Bar oder... Ja, weiß ich nicht mehr, wie die Firma hieß. Auf jeden Fall, das war ja ekelhaft. Also das war im Gegensatz zu heute, das war damals ekelhaft. Und das habe ich damals immer als Jugendlicher gegessen.
Ne? Deswegen sage ich, ist das eher vielleicht eine persönliche Ansicht da. Ja, richtig. So, ne? Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht haben wir hier noch eine. Aber erst müssen wir uns Hier bei haben wir den noch eine. ganzen positiven Bewertungen raus durchschlängeln. Genau. Alexander W. Klasse Riegel. Geschmacklich verdient der Riegel absolut 5 Sterne. Konsistenz, der Riegel ist einfach spitze. 7 Tage Lieferzeit war nur etwas lang und darüber hinweg sehen ja 30% Rabatt. Okay, ja. Erständlich dafür, muss aber einen Stern abziehen wegen den Inhaltsstoff. Das ist leider nicht das hochwertigste Eiweiß, was im Riegel steckt. Da geht noch mehr, liebes Sec Plus Team. Wegen dem Isolat oder was? Wegen dem Erbsenisolat. Also ich habe jetzt gerade Wegen dem geguckt. Sojaprotein. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Das ist, was wir ja gerade eben schon gehabt haben. Am Ende des Tages hochwertigstes Eiweiß in einem Okay, verstehe jetzt auch, was er meint. Sojaproteinisolat hat eine biologische Wertigkeit von 80 und Whey-Isolat hat eine biologische Wertigkeit von 100. Das stimmt ganz schon. wichtig an dieser Stelle aber, biologische Wertigkeit gibt es so gar nicht. Also es wird anders angegeben normalerweise. So eine biologische Wertigkeit ist meistens von Firmen oder sowas selber deklariert. Ich habe jetzt letztens einen Podcast mit einer Ärztin gehört. Die hat auch ein, sag ich mal, wie eine Art Protein-Handbuch geschrieben. Wie hieß die? Warte, sage ich dir. Dr. Anne Fleck? Nee, die heißt Dr. Simone Koch. Die hat so ein Protein-Guide geschrieben. 6,99 kostet der. Kann man sich zulegen als E-Book. Und in dem Podcast, wo sie gewesen ist, hat sie sich unter anderem auch darüber unterhalten, dass so eine Bioverfügbarkeit oftmals auch von Firmen einfach selber so hergegeben wird. Man gibt das wohl offiziell, sage ich mal, in einer anderen Wertung, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie das hieß, an. Und selbst wenn wir bei dieser biologischen Wertigkeit von 180 bleiben, es ist am Ende des Tages ist es ein Proteinriegel. Ja. So, dass da jetzt kein Whey-Isolat oder Hydrolysat oder was auch immer drin ist oder Haumilchblau oder direkt einfach nur ein Ei rangeklebt ist am Riegel noch zusätzlich oder so. Ja, also, ne, wie gesagt, nochmal, wir wollen jetzt hier nicht jeden, der mal einen Stern abgezogen hat, irgendwie hier madisch reden oder was auch immer, das soll nicht so rüberkommen. Aber es ist ja nun, guck mal, das ist ja nun, also das sind ja so kleine Dinge, was bist du denn für, es ist ein Riegel. Ja, es ist eine bessere Süßigkeit, wie am Anfang gesagt. Ja, ne? Genau. Es ist einfach nur ich will jetzt nicht sagen Scheißriegel, aber es ist einfach nur ein Riegel so, ne? Es ist einfach nur ein Proteinriegel. So. Ja. Naja, der nächste. Mirko H. Lecker. Der leckerste Riegel mit so viel Eiweiß, den ich je gesehen hatte. Der Geschmack verdient 6 Sterne, die Inhaltsstoffe Milcheiweiß und die Inhaltsstoffe da nur Milcheiweiß und kein Whey. Verdient 4 Sterne. Okay. Das muss ich nebenbei mal auf meinem Telefon nochmal die Inhaltsstoffe aufrufen hier. Was meint er denn mit Milcheiweiß und kein Whey? Naja. Denn noch irgendwie 3 Sterne Bewertungen? Nee, gibt es nicht. Ah ja, sehr gut. So, dann suche ich mal den nächsten raus, oder? Ja, kannst du vielleicht nochmal die Zutaten aufrufen? Die kriege ich jetzt gerade hier irgendwie nicht an auf dem Telefon. Ich wollte das, genau. So wollte ich das Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Sojaprotein, Isolat. Ja, es ist Whey. Ich weiß nicht, was er meint, ehrlich gesagt. Deswegen, ja, bin ich jetzt auch so. Deswegen hat mich das jetzt nochmal interessiert. Ja, aber nee.
Also leider Ja, nur man, Milch, ich aber weiß es ja, manchmal nicht, was die Leute da sich genau mit herziehen. meinen. Oder was sie gelesen haben vielleicht so. Ja, hier steht halt Milchprotein anstatt Whey-Protein, aber das Gleiche. Also es ist, Hm. Ja, ja, also das steht da I halt don't nur auf know. Deutsch drauf. So, also ja, okay, wie auch immer. Ähm, genau. So. Ja, man muss halt jetzt bei dem Healthy Lifestyle, wenn du dann noch so ein Proteinriegel isst, Ja, muss halt immer alles so auf Englisch-Deutsch draufstehen. So. Gehen wir Englisch. rüber zum Legend Bar. Ja, etwas teurer, Mhm. aber anders. Wiegt auch 70 Gramm das gute Stück. Ist auf jeden Fall ein Sattmacher, meine Meinung. Ja, auf Ja. jeden Fall. Es gibt, Momentan gar nicht. Scheiße. Ja, okay. Mist, wollte ich sagen. Ja, moin. Aber Ja. wir können ja trotzdem uns das Ganze mal anschauen hier. Wir sind jetzt hier, schauen uns gerade den Legend Bar an. Ist leider momentan nichts verfügbar. Ja. Der White Chocolate Coconut ist richtig krass. Ist Legende, ist Raffaello. Das ist der beste, das ist der. Er ist es einfach. Das ist der beste Proteinriegel, den es gibt, meiner Meinung nach. Ja, jeder, der was anderes sagt, gleich in den Kommentaren, den werde ich zerreißen. So, nein, Spaß. Aber gut, das ist wirklich der also beste. ich sag, für mich ist der White Chocolate Raspberry der beste. Okay. Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe recht. Also, ja, und wobei, also wir reden jetzt, ist halt die Frage, von was wir reden. Rein geschmacklich oder auch von, ja, weiß nicht, also wertenmäßig. Lass uns dann gleich mal hier angucken, was hier so drin steckt. Genau. Also, es gibt also halt ich würde vielleicht beide auf eine Stufe stellen, wenn man das. Okay, darauf können wir uns einigen. Es gibt Okay. 3. White Chocolate Coconut, das ist quasi Raffaello. Peanut Butter Jelly, auch sehr gut, aber nicht so gut wie White Chocolate Coconut. Nee, aber also auch White sehr Chocolate gut. Coconut ist absoluter Hammer. Das ist Ja. richtig, richtig, richtig heftig. Und Vanille ist okay. Ja, also da haben wir direkt auch mein Ranking, sage ich mal. Vanille ist gut. Ja. Dann, genau, kommen wir hier zu den Zutaten quasi. Es ist, Vollmilch. Also Vollmilchschokolade, 30% ist drin, Maltitol, Kakaobutter, genau, das heißt ja weiße Schokolade im Endeffekt. Auch ein bisschen mehr, ja, hier, Milchprotein und Sojaprotein ist drin. Aber guck mal, ne? Wieder kein Whey. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß schon, was in den Bewertungen steht. Ist wieder Ja. bloß Milchprotein drin, kein Ja. Whey. Genau. Genau, Erdnüsse sind halt drin. Das ist jetzt aber, glaube ich, der Peanut Butter. Ja. Nee, das ist der Peanut Butter Jelly, der jetzt hier drin ist. Genau. Zitrusfasern und so weiter. Also alles ganz okay. Wichtig, Freunde, Mhm. kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Ja. Steht da, ja. Muss mal Ja. Zutaten, stand das ganz unten drunter. Letzter Satz. Das stimmt. Ja, habe ich esse nicht so viele, dass ich jetzt. Also kriegst du, also ich weiß auch nicht, wie viel man davon kriege. essen muss, dass es abführen wirkt. Keine Ahnung. Ja. Aber ja. Habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Ach so. Weil die stopfen auch ganz schön, muss man sagen. Also die sind Ja, echt. ja. Gut, hier direkt eine 4-Sterne-Bewirkung von Marvin B. Sehr lecker, wirklich ein leckerer Protein. Es ist hier Siri an. Sehr lecker. Ein wirklich sehr leckerer Proteinriegel. Sobald er kalt wird, etwas hart. Esse ihn also lieber bei Zimmertemperatur. Okay. Kann man so stehen lassen, ja. Ja, gut, je nachdem, was heißt, sobald er kalt wird, etwas hart. Klar, wenn ich dann in den Kühlschrank oder wenn du es ins Tiefkühlfach legst, wird jeder Riegel hart. Ja, also Aber ich er sag meinte das sind wahrscheinlich. So, guck mal, ne, das sind solche allgemein simplen, logischen Sachen. Ich will jetzt aber da auch in die Richtung, glaube ich, auch nichts mal sagen, weil sonst kommt es wirklich so rüber, dass ich echt hier jeden, der einfach nur einen Stern weniger gibt, irgendwie in Grund und Boden rede. Aber guck mal, Leute, das ist doch ein Fakt. Wenn natürlich, was heißt denn jetzt, das ist jetzt halt auch ungenau beschrieben, sobald er kalt wird, wird er etwas hart. Ja, was machst du denn damit? Legst du es ins Tiefkühlfach?
draußen im Schnee bei minus 12 Grad, ein Kühlschrank, was machst du damit? Das ist ja logisch, dass da härter wird. Leg mal einen Kinderriegel oder was auch immer in den Kühlschrank oder ins Tiefkühlfach, da wird auch hart. Ja, So. richtig. Raffaellos Deswegen, auch. Und deshalb, es ist halt so, also ich weiß halt, es gab einen Influencer, den möchte ich nicht nennen, der hat seine Proteinriegel immer in den Kühlschrank gelegt und dann gesagt, oh, das ist dann wie ein Schokoriegel. Ne, so ein, ja, Mörmesfresser, sagt man hier in Köln dazu. Ist aber keine Beleidigung. Kann man gerne mal googeln, was das ist. Und ja, das ist wie auch immer sehr schwierig. Ne? Also ich habe meine Proteinriegel auch gerne im Kühlschrank gehalten. Dann haben sie aber wirklich nicht diese zarte Art, sondern das ist dann eher so ein Knack. Ne? Aber wenn ich eine Tafel Schokolade jetzt den ganzen Tag hier auf das Sideboard da hinten stelle, dann ist die auch abends viel weicher. Ne? Und wenn ich die aus dem Kühlschrank nehme, muss ich die auch zerbrechen. Ne? In dem Sinne. Das ist halt okay. Aber lass uns über Marvin nicht lästern. Er hat sich dabei schon was gedacht, sage ich mal. Er hat ja nicht gefrontet. Ne? Nee, das ist richtig. Aber das ist einfach nur so zur Erklärung. So, also. Ja, klar. Da, Peter L. Grüß dich, Peter. Jetzt habe ich eins, jetzt sind wir zwar schon. Guck mal, lass mal so und lese mal den Satz da oben. Nährwerte sind gut, Geschmack ist gut, Preis ist fair, meine Oma feiert den auch. Jonas W. auf jeden Fall bester Mann. Jonas bester Mann setzt seine Oma auf Proteinriegel von Sektplus. Aber habe ich mal die Story erzählt von meinem an dieser Hund? Stelle. Ja, egal, erzähl ich gleich. Jonas, ich gehe von aus, du hast den Proteinriegel nicht kalt gegessen oder deiner Oma kalt gegeben, weil dann wäre er zu hart und vielleicht wäre da der ein oder andere Zahn vielleicht auch ausgefallen so. Vielleicht kann sich der Marvin ja ein paar Tipps von Jonas abholen so. Ich erzähle mal kurz eine Anekdote aus dem Leben. Hau raus. Ich hatte mal ein Display von dem White Chocolate Raspberry, ne? Und mein Hund war noch klein, ne? Der liegt gerade im Büro, der ist am Schlafen. Wir haben 10 Uhr, der ist noch nicht zu gebrauchen. Auf jeden Fall, ich war nicht da gewesen, die Küche war auf gewesen. Er ist damals in meine Kölner Dachgeschosswohnung, ist er dann alleine gewesen und geht in die Küche und frisst einfach das komplette Display White Chocolate Raspberry auf. Ne? Ich Panik, weil da ist ja Schokolade, also ich dachte, da ist Schokolade drin, ne? Und kriege Panikanfälle, rufe bei Zec Plus an, da war ich noch nicht so wie jetzt bei Zec Plus, ne? Sondern ein ganz normaler Kunde, sage ich mal. Und wer geht dran? So Cousin, ne? Ich sag mal so seinen Namen. Und hab ihm das erzählt und dann hat er Cousin 69, der von allen Seiten kommt. Ja, genau. Und der wurde auch direkt panisch und sagt so, oh scheiße, ich rufe mal unser Produktmanagement an und sowas. Ne? Wahrscheinlich hat der Kamel angerufen und gefragt, ob das schädlich ist. Ich gleichzeitig in meiner Tierklinik angerufen und so weiter. Und da habe ich denen die Nährwerte durchgegeben und was für sich und die Zutaten. Und da sagte sie dann, also die Ärztin, ja, da ist keine Schokolade drin, ist nicht so gefährlich. Ne? Und dann, reichte halt nicht aus von der Schokoladenmenge her. Und dann rief auch Cousin wieder an und ich habe da mit ihm Rücksprache gehalten. Und dann sind wir da darauf verblieben, dass es nicht gefährlich ist und wir alle nochmal Glück gehabt haben. Dann auf der Expo 2018, der ersten Expo, habe ich ihn an der Stimme erkannt und habe gesagt, wir haben mal telefoniert wegen dem Hund, der Proteinriegel gegessen hat. Sofort die Augen aufgerissen. Ja, genau, daran kann ich mich erinnern. Das wollte ich so erzählen. Das war eine Geschichte. Deshalb lasst eure Hunde nicht die Proteinriegel fressen, genau. Aber es ist nicht schlimm. Denen geht es nur dreckig davon und die kotzen es irgendwann wieder aus. Und da fällt mir gerade ein, weil wir gerade bei Thema Cousin sind, macht einfach mal ein paar Burpees. Sia, an dieser Stelle schöne Grüße an dich. Ja. Und dann ruft ihr mich an, ich mache einen Burpee vor und das Erste, was ich zu hören bekomme, ist, du bist so fett geworden. Das weiß ich nicht, aber das kann man eigentlich erzählen, so, ne? Dass ihr mich anruft extra mit Videotelefonie. Ja, den Mario sagt, die Tage angerufen. Mario, zeig uns doch mal ein Burpee. Der Sia wusste nicht, was ein Burpee ist. Und Mario hat ein Burpee vorgemacht.
Und der Sia wird jetzt demnächst einen YouTube-Channel machen, wo er jede Folge einfach 10 Minuten lang nur Burpees macht und nichts sagt dazu. Ja, der findet den Namen halt sehr speziell, Burpee. Und ja, auf jeden Fall, ich habe dann so 3, 4 Burpees vorgemacht und die Übung erklärt. Und dann setze ich mich so hin und dann sagt er auf einmal, aber du bist ganz schön fett geworden, ne? Freunde, passend vielleicht zum Thema heute, Mario hat einfach zu viel Proteinriegel gegessen so nebenbei. Ja, wahrscheinlich. Nein, ist nicht, ja. Ja, wie auch immer. So. Hast ganz schön angesetzt, hat er gesagt, ne? Ganz, ganz schön angesetzt, ja, genau. So, da ist hier. Wer ist das? Adan L. Achso. Preis-Leistung ist okay, aber dafür ist der Geschmack sehr gut. Preis-Leistung ist okay, aber dafür ist der Geschmack sehr gut. An dem Preis kann man aber noch was machen. Okay. Punkt. So. 1000 Stories aus dem Sec Plus Story, die mir jetzt in den Kopf schießen, aber scheiß drauf, ja. Ja. Mit Burpee? Wegen Burpees oder wegen, da kann man noch was am Preis machen. Ach so. Eigentlich. Ja, wer kennt's nicht, aber das jetzt. Kulturell bedingt ist das so, ne? Also wollen wir da jetzt nicht eingehen will ich jetzt nicht drauf einstellen. So, von den Nico H. Von den Nährwerten her ist der Regel nichts auszusetzen. Die Menge im Vergleich zum Preis finde ich auch sehr passend. Für den Geschmack ziehe ich einen Stern ab, da er meiner Meinung nach geschmacklich bessere Riegel auf dem Markt gibt. Der Kingsbar schmeckt mir ebenfalls besser, trotzdem ein guter Riegel. Mhm. Ehrenmann. So. Julian K. Lecker. Könnte mehr Protein drin sein, aber sehr lecker. Schade, dass er leicht nach Alkohol schmeckt. Egal, mir gefällt er gut. Er meint Peanut Butter Jelly. Oder Vanilla Fusion. Das kann sein. Ja. Jetzt, wo die Sonne hinter mir weggeht, strahlen mir diese 600 Lumen ins Gesicht und sind quasi wie eine zweite Sonne. Wisst ihr, weil ich habe ja von hinten habe ich ja Sonne im Nacken. Deshalb muss ich von vorne mit viel Licht gegenarbeiten. Deshalb habe ich hier ein Ringlicht mit 600 Lumen, das mir voll ins Gesicht sprüht. Deshalb gucke ich auch so ein bisschen mit Schlupflidern, aber ja, weil mir das weil es mir so ins Gesicht hält. Genau, das war's zu den Proteinriegeln in dem Sinne. Ja. Vielleicht soll ich mal das Springseil zeigen, Freunde. Ja. Falls ihr Lust drauf habt. Es gibt jetzt, das ist nämlich auch neu, gibt es nicht viel vorzustellen, das können wir aber mal mit erwähnen. Es gibt jetzt ein Springseil von Sec Plus, ich finde es echt geil. Also Farbe, natürlich, das ist das erste. Schöne Metallgriffe mit, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, einem Not Like You Aufdruck drauf. Pack's doch mal aus. Oder? Ja, hast recht. Kann man das in der Länge verstellen? Ich glaube, du kannst es ja, wenn du möchtest, nochmal aufrufen. Ich glaube, das muss wohl, wie ich gelesen habe, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich glaube 3 Meter lang sein, also musst du es ja, glaube ich, verstellen können. Wenn ich es jetzt richtig, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube 3 Meter hatte ich gelesen. Genau, schön griffige Griffe hier aus Metall. Gefällt mir echt gut. Griffige Griffe. Geil. Ja, ich weiß. Hier, Freunde. Kann man das sehen? I'm not like you. Hier ist es, das Springseil. Ja, Springseil. Ich glaube, 3 Meter ist das lang. Geiles Ding. Also muss ich echt Wirklich sagen. Geil. Ich bin auch mega hyped. Ja. Und auch wieder in einem schönen Beutelchen hier, Freunde, mit Sec Plus Aufdruck. Also das ist schon, macht schon was her so. Ja, das Springseil zeichnet sich durch die einstellbare Länge aus. Ach so, also ist da oben auch eine Gewindeschraube, ne, an den Griffen. Richtig, genau. Hier sieht man das. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Und was stand hier drauf? 3 Meter, genau. Ja, es lässt sich individuell in der Größe verstellen. Die Seillänge beträgt 3 Meter, das ist aber eigentlich recht normal. So, ne? Also ist perfekt geeignet, Athleten und Personen jeglicher Art und Größe. Die Griffe bestehen aus 15 cm langem, strukturiertem Aluminium, liegen gut in der Hand und sind vom Abrutschen spezielle Struktur vermieden. Ein kugelartiges
gelagertes Stahldrahtseil verspricht Langlebigkeit in hoher Qualität. Natürlich gibt es den Springseil in einem Sec Plus grün und auf Druck I'm not like you Spruch. Ich bin mega hyped, weil viele Leute oder die meisten Zuhörer wissen ja, dass ich auch Functional Training mache und Kampfsport betreibe. Und genau, das ist halt, wie soll ich sagen, essentiell. Also ein Springseil ist essentiell. Gerade diese Art und Weise nennt sich Speed Rope. Das heißt, das ist jetzt kein Springseil, wie das kleine Mädchen mit Löckchen und Zöpfchen quasi benutzt, aus Hanf oder sowas, sondern das geht ab. Das ist hier gekugellagert, also hier an dem Gelenk. Das heißt, das dreht sich wirklich sehr schnell. Also für ein Springseil, sage ich mal, kann man, ja, das ist ein vernünftiger Preis. Ja, hier werden ja auch Gains gemacht, ne? Ja, werden nur Gains gemacht und nichts für die Fitness, nichts für die Cardio. Das ist ja nichts, weil du sagst hier, so wie kleine Mädchen, das ist ja auch nicht so. Selbst die Sec Plus Ladies sind ja auch stabil am Start, deswegen hier ist nichts mit kleinen Mädchen oder so, ne? Nee, aber ich finde das Springseil schon mega, ich bin mega hyped. Wird was für die brachialen Muskeln was gemacht, so, ne? Genau. Haben wir schon was zu den Widerstandsbändern gesagt? Nee, haben wir noch nicht. Genau, das sind die neuen Widerstandsbänder. Von Sec Ja, Plus. mit denen. Du hast ja gestern schon mit denen gearbeitet, ne? Ja. Ja. Und wie findest du sie? Ja, ist gut. Also ist halt für zu Hause, wenn du jetzt nicht erst dir groß irgendwelche Sachen holen willst, Geräte, was auch immer, ist das eine gute Investition. Kann man auf jeden Fall schön ja, kann man vieles machen mit, ne? Kannst also, wie gesagt, wirklich, also ich habe jetzt gestern Brust, Bizeps damit trainiert. Ja, also genau, ihr habt halt hier, das ist sozusagen, ihr habt 2 Beinschlingen oder Fußfesseln sozusagen, die könnt ihr um die Füße machen, um das dann zu trainieren beispielsweise. Hier, da oben, das jetzt mittig, da ist eine kleine Kugel, das könnt ihr in den Türrahmen beziehungsweise in die Tür einklemmen, oben. Ich muss gerade lachen. Ich weiß, so wie du gesagt hast, Fußfesseln. Ja. Ich will gar nicht wissen, hast du die schon bestellt? Ich weiß nicht, was du mit den Fußfesseln und Widerstandsbändern noch so zu Hause anstellst. Treten. Nee, Kickbacks machen und so, Side Abdominals. Ja, genau. So, in meinen Kursen. Mach ruhig diese Beinbewegung, Mario. Alles gut. Ja, das schon. Auf jeden Fall. So, und ansonsten, was viele, wo manche nicht drauf kommen, ihr merkt ja selber, das sind ja 4 verschiedene Bänder. Hier haben wir nochmal Gelb extra leicht, Grün leicht, Rot ist mittel, Blau ist schwer, Schwarz ist sehr schwer. Wenn Schwarz jetzt beispielsweise immer noch zu leicht für euch ist, dann nehmt einfach mal Schwarz und Blau zusammen. Hier habt ihr die Karabiner und da die Griffe. Dann würde ich einfach Schwarz und Blau zusammennehmen und dann quasi ja, das alles zusammen. Also dann könnt ihr jetzt noch multiplizieren. Ne? Und dann habt ihr man kann halt eben auch so, wo man auch noch die Schwierigkeit so ein bisschen beeinflussen kann, sage ich mal, wenn man zum Beispiel noch ein Stück weiter weggeht, so ein bisschen schon gespannter das Ganze hat und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Wichtig hier halt, ja, kannst du auch konzentrierter mitarbeiten. Das heißt, wenn du Bizepsübungen machst oder so, das dann auch schön langsam ablassen. Ne, weil das Gummiband zieht dich natürlich theoretisch, dann schnallt das ja dann zurück, wenn das richtig gespannt ist. Deswegen kannst du da auch schön konzentriert mit arbeiten. Richtig. Also ich finde es eine gute, lohnt sich auf jeden Fall so für Home-Workouts. Nebenbei noch Kurse von Mario. Heute Abend 17 Uhr oder 17 Uhr, ne, glaube ich. Oder wann gibt es heute nicht noch... Ja, den mache ich aber nicht. Den macht André. Genau, okay. weil ich Termin habe. Aber kannst du gerne mitmachen. Der weiß Bescheid. Ja. Genau. Und ich bin am Sonntag. Achso, machen wir langsam Schluss, ne? So. Ich bin am Sonntag eingeladen bei einem Kunden von mir im Podcast. Genau. Ja. Das ist ein Podcast über Kultur in Köln und so weiter. Deshalb bin ich auch ein bisschen hyped. Also quasi, wahrscheinlich, wenn ihr gerade das Video seht, bin ich gerade in der Podcast-Aufnahme. Genau, über Kultur und ja, sage ich mal, das Leben als zugewanderter Nicht-Kölner in Köln.
sozusagen. Und da darf ich ein bisschen meine Expertise als Vorstadtkölner, sage ich mal, einbringen. Und ja, genau, das Ganze heißt Imi Cologne, werde ich bei Facebook, bei Facebook wahrscheinlich, bei Instagram dann noch teilen, wenn die Folge rauskommt. Gibt es da schon ein Release-Date? Ja, wenn das mit dem Ton passt. So Mittwoch nächste Woche. Ja, Mittwoch, Donnerstag nächste Woche, genau. Also der von letzter Woche Sonntag, der kam gestern Abend raus. Gestern Abend war Donnerstag. Die hatten aber auch Probleme mit dem Ton. Das hat sich angehört wie bei einer alten Kassette. Es war ja bei uns am Anfang auch so. Und du hast ja, glaube ich, Schallkompressor oder sowas draufgesetzt, ne? Ja, also irgendwas, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich denen unsere Methode erklärt, wie wir das machen. Also die haben das mit dem Klatschen gemacht, sage ich mal. Ne? Also sind halt Medienleute. Und da habe ich denen gesagt, nee, mach mal 5 Sekunden lang gar nichts und dann erst die Begrüßung und dann am Ende wieder 5 Sekunden gar nichts. Dann kannst du nämlich die Anfangsteile als Kompressor zusammendrücken und dann wird auch die Grundrausche einfach zusammengedrückt. Ne? Ja, beziehungsweise, wenn man da jetzt mal kurz drüber so technisch sprechen möchte, liebe Leute, falls ihr mal einen Podcast machen wollt oder irgendwas, die 5 Sekunden sind eigentlich nur so als stille Zeit auch gedacht, wenn du dann die Rauschunterdrückung machen willst. Ja, genau. Du brauchst ja dann ein Stück, wo es wirklich still ist und wo nichts gesagt wird. Und ist halt immer so, wenn du nochmal irgendwas schieben musst, falls du nicht synchron bist oder beziehungsweise das nicht zeitlich passt und dies und das, hast du immer so ein bisschen Puffer, das ist das eine. Kannst dann noch ein bisschen schieben und machen und sollst du irgendwie mal was schneiden müssen, noch irgendwie, weil du was kürzer am Anfang machen möchtest oder so, hast du immer ein bisschen Puffer. Das ist immer besser, als wenn du direkt auf Aufnahme und direkt loslaberst. Ja. Ist das immer ganz gut, so einfach auch ein bisschen Puffer so zu haben. Genau. Das so dieses. Ja, was ich halt interessant finde oder was die interessant fanden, dass wir das Programm nutzen, was wir nutzen, weil wir haben ja MacBooks und da ist GarageBand drauf. Ja, kannst du machen, aber ich hatte mir ja damals, wenn man das nochmal so kurz anschneiden will, ich hatte mir ja damals einen Online-Kurs zugelegt, wie macht man Podcasts, worauf muss man achten bei der Aufnahme, was ist wichtig und so weiter und so fort. Also, dass wirklich da detailreich in die Aufnahmesachen geht und was ist halt wichtig, worauf muss man achten. Und die haben dort einfach mit Audacity gearbeitet und das ist ein kostenloses Programm. Deswegen haben wir das einfach genommen. So, und da weiß ich nämlich, das ist halt auch die Sache, man weiß ja nicht, zu dem Zeitpunkt, vielleicht wechselt man ja irgendwann mal den Rechner oder was auch immer und dann hast du kein GarageBand drauf oder sowas und dann ist das halt universeller, sag ich mal, weil das gibt es für Windows und für Ding, für Mac und wenn man irgendwelche Gäste mal hätte oder so, wo man hätte aufgenommen, ist das halt immer praktischer. Ja. So. Das ist auch so der Hintergrund. Das stimmt. Ich weiß, es gibt auch, ich glaube, der Yannick, schöne Grüße an Yannick an dieser Stelle, der hat ja auch einen Podcast, Ausgangssperre-Podcast, weiß nicht, ob er den noch macht momentan. Ich weiß, der nimmt das ja, glaube ich, auch mit GarageBand auf, so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, ich habe mit Yannick zurzeit nee, aber das ist das, was mir dazu genau. einfällt, genau. Was GarageBand angeht. Natürlich, ich weiß, das machen einige, wenn du auf Apple arbeitest, aber wir wollten da so ein bisschen, weil lass mal irgendwie einen Ausfall haben von dem Mac oder was auch immer und dann, was machst du dann? Musst du ausweichen vielleicht auf irgendein Windows-Gerät und dann weißt du nicht, wie das Programm funktioniert, das. Ist immer ganz gut, wenn du da so ein universelleres Programm nimmst. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch GarageBand auch für Windows gibt, keine Ahnung. Wir haben das einfach genommen. Punkt. Genau. So, ich denke, jetzt haben wir ja auch eine ganz gute Aufnahme. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie eine Zeit sehen kann, wie lange wir jetzt hier schon aufnehmen. Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Sehen. Ist ja auch egal. Wir sind aber schon eine ganze Weile am Start. Also ich glaube, wir sind mindestens schon eine Stunde hier jetzt am Start fast oder 30 Ja, und Stunden. du hattest Angst, dass das eine 40-Minuten-Folge wird. Nee, weil wir ja das Ursprungsthema, also dein Themenvorschlag war ja, wir erzählen, was momentan so in der Fitnesswelt los ist oder so. Es passiert ja momentan auch nicht so viel. Jetzt sind ja auch wieder steigende Zahlen und die Fitnessstudios dauert so bis da wohl wieder Fitnessstudios zumindest hier bei uns aufmachen. Mhm. Leider. Ja, bei uns wahrscheinlich nicht, wenn das stimmt, dass Köln eine Vorzeigestadt wird, beziehungsweise das will ja jetzt irgendwie jeder werden, so auch, ich glaube, was habe ich jetzt gelesen, im Saarland oder irgendwas, die wollen ja jetzt auch so... Ja, die Saarländer sowieso, die haben aber auch eine Inzidenz, die ist viel, viel besser, ne? Deshalb
kann dem Ganzen jetzt nicht vertrauen, ne? Aber jetzt hier mein WhatsApp explodiert, weil irgendein Nachrichtensender oder wahrscheinlich irgendwie web.de das wieder gepostet hat. Und yeah, Ja. Okay, Freunde. man denkt sich Dann da wieder. vielen Alles Dank fürs Zuhören diese Woche. Macht's Es gut. war mal wieder eine Ehre, Mario, mit dir hier das Ding aufzunehmen. Es ist Danke. halt immer noch was anderes. Es ist jetzt die 3. Folge im Prinzip. Genau. Danke auch für deine Zeit und deine Geduld mit mir. Immer. Ja, genau. Wir halten danach jetzt gleich noch ein kurzes Nachgespräch, wo ich noch 1, 2 Sachen mitgebe. Scheiße. Okay, ja gut. Alles gut. Nee, Ich weiß mal, Mario, wenn man sowas sagt, das scheißt sich direkt in die Hose. So. nee, Alles das gut. nicht. Alles klar, bis dann. Aufzeichnung. Macht's gut, Freunde. Haut rein, ciao.